Hallo Espresso-Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um ein Thema, nach dem mich viele von euch gefragt haben. Meine 5 absoluten Lieblingsdinge an der Gacimate. Egal ob du schon eine hast oder überlegst, was das Upgrade kann, bleib dran. Es lohnt sich. Fangen wir an mit Nummer 1. Und das ist etwas, das auf den ersten Blick total simpel klingt. Du kannst die Gacimate nämlich sowohl über den Touchscreen steuern, als auch weiterhin ganz normal über die Kippschalter der Gaccia nutzen. Und genau das ist das, was ich daran so liebe. Stell dir vor, du stehst morgens um 6:30 verschlafen in der Küche. Du willst einfach nur den Schalter drücken und deinen Espresso ziehen, wie du es gewohnt bist. Das geht, kein Problem. Und wenn du dann am Wochenende Zeit hast und ein bisschen experimentieren willst, hast du den Touchscreen mit allen Einstellungen direkt vor dir. Diese Kombination fühlt sich einfach durchdacht an. Die Gacimate zwingt dich nicht, deine Gewohnheiten zu ändern. Sie gibt dir nur mehr Möglichkeiten, wenn du sie brauchst. Nummer 2, und das hat mich ehrlich gesagt am meisten überrascht. Der Dampfmodus. Jeder, der die Gaccia Classic kennt, weiß, dass Milchschäumen damit immer so eine Sache war. Wenig Power, langsam und das Ergebnis war bestenfalls okay. Mit der Gacimate hat sich das wirklich komplett verändert. Du hast deutlich mehr Dampfdruck und eine viel bessere Kontrolle über die Temperatur. Ich schäume mittlerweile regelmäßig 2 Cappuccini auf einmal in einer großen Kanne. Das war vorher schlicht nicht möglich. Jetzt muss ich ehrlich sein, es ist natürlich immer noch ein kleiner Boiler in einer kleinen Einkreisermaschine. Es ist keine Lilith Bianca. Aber der Unterschied zum Original ist wirklich enorm. Und für den Alltag reicht das locker, um gute Latte Art hinzubekommen. Kommen wir zu Nummer 3. Und ja, dieses Feature kennt wahrscheinlich jeder, der sich mit der Gacimate beschäftigt hat. Die PID-Temperatursteuerung. Ich weiß, das ist der offensichtliche Punkt, aber trotzdem muss ich darüber reden, weil es den mit Abstand größten Unterschied in meiner Tasse gemacht hat. Vorher hatte die Gaccia Classic ein einfaches Thermostat, mit dem die Temperatur in einem relativ weiten Bereich geschwankt hat. Das Ergebnis war, dass kein Shot wirklich gleich geschmeckt hat. Mal zu sauer, mal zu bitter. Mit der PID-Temperatursteuerung ist die Temperatur auf das Grad genau einstellbar und bleibt auch wirklich konstant. Was ich in meiner Tasse gemerkt habe, der Espresso schmeckt süß, richtig angenehm süß, mit klaren Aromen. Und was mir noch wichtiger ist, ich kann das Ergebnis wiederholen, Shot für Shot. Und die Gacimate geht sogar noch einen Schritt weiter. Es gibt ein Feature namens Thermal Feed Forward. Das kompensiert den Temperaturabfall, der entsteht, wenn kaltes Wasser aus dem Tank in den Boiler fließt. Das heißt, die Temperatur bleibt selbst während des Bezugs noch stabiler. Für mich ist das die Kirsche auf der Sahne der PID-Steuerung. Wenn dir diese Einblicke helfen, lass gerne ein Like da und abonniere den Kanal. Ich bringe regelmäßig Videos rund um die Gaccia Classic, die Gacimate, die Lilith Bianca und alles, was mit Homebarista-Themen zu tun hat. Nummer 4 ist ein Design-Detail, das ich richtig clever finde. Die Aufteilung zwischen dem minimalistischen Display an der Maschine und der viel detaillierteren Web-Oberfläche. Am Display siehst du genau das, was du brauchst. Temperatur, ein paar grundlegende Einstellungen, fertig. Kein Informationsoverload morgens um 7. Aber wenn du wirklich tief eintauchen willst, öffnest du die Web-Oberfläche im Browser und hast Zugriff auf alles. Detaillierte Temperaturkurven, Feineinstellungen, Firmware-Updates und noch vieles mehr. Das ist eine richtig gute Balance. Die Maschine bleibt clean und einfach, aber die Tiefe ist da, wenn du sie brauchst. Das unterscheidet die Gacimate für mich von vielen anderen Modifikationen, die entweder zu simpel oder zu komplex sind. Und jetzt Nummer 5. Und ich muss ehrlich zugeben, das ist kein Feature. Es ist die Community. Ich meine das ernst. Hinter der Gacimate stehen unglaublich tolle Menschen. Im Discord, in den Foren, überall, wo man sich austauscht, findest du nette Gespräche, echte Unterstützung und Leute, die wirklich Lust haben, dieses Projekt gemeinsam voranzubringen. Und das Projekt hat auch eine wirklich gute Richtung. Es kommen regelmäßige Updates over the air direkt auf deine Maschine. Also neue Features, Verbesserungen, Bugfixes, alles ohne dass du irgendwas manuell machen musst. Du kaufst hier nicht nur ein Stück Hardware, du wirst Teil von etwas, das lebt und wächst. Und das ist für mich mindestens genauso viel wert wie jedes technische Feature. Das waren meine 5 Lieblingsdinge an der Gacimate. Von der cleveren Bedienung über echte Verbesserungen in der Tasse bis hin zu einer Community, die das Ganze erst richtig besonders macht.
Wenn du überlegst, ob sich die Gucci-Mate lohnt, ich sage ganz klar ja. Natürlich ist der Einbau eine Herausforderung und nicht für jeden. Also bevor du diese Entscheidung triffst, überlege dir gut, ob das etwas für dich ist. Und wenn du sie schon hast, schreib mir in die Kommentare, was dein Lieblingsfeature ist. Ich bin gespannt. Bleib neugierig und genieß deine nächste Tasse. Bis bald.